Hi Nino, schön dich zu sehen. Nach der ersten Probe, nach dieser langen, blöden Corona-Pause. Wie ist es gelaufen? Wie geht's dir? Ja, war auf jeden Fall gut, dass man mal endlich im Proberaum steht. Jetzt 1,5 Jahre die Songs nur daheim gespielt und irgendwann kann man es auch nicht mehr hören, immer zur Studioversion. Deshalb auch die anderen dann zu sehen, mal im Proberaum zu stehen. Wir hatten zwar ein paar technische Probleme, aber die gehören da am Anfang auch dazu und ja, kann es nicht erwarten, dass es weitergeht und freue mich, dass es jetzt endlich mal, man hat das Gefühl, es geht ein bisschen los. Aufbruchsstimmung quasi. Und das mit einem neuen Lied, mit einem neuen Song. Ja, was ist das Besondere an dem Lied für dich? Ich habe gehört, dass du eine spezielle Gitarre verwendest. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Das ist der erste Neopera-Song, wo wir eine Siebenseiter eingesetzt haben. Normale Gitarre hat ja 6 Saiten. Jörn, ja, stimmt immer so, wie es für die Sänger am besten passt. Und dann kommt es eben vor, dass der Song mal einen Halbton höher ist, tiefer. Dieser jetzt war sehr tief auf B und ab da macht es eigentlich Sinn, Songs auf einer siebenseitigen Gitarre einfach aufzunehmen, weil die klingen besser, die sind ein Stück länger, intonieren besser und so. Und man hat eben also Johann hatte auch für die Solos bestimmte Vorstellungen, wo er eine Harmonie haben wollte und so. Und die hätten wir zum Beispiel gar nicht schreiben können, weil uns die hohen Töne gefehlt hätten. Deshalb, ja, es ist auch von den Gitarren die größte Reichweite, die bisher auf einem Neopera-Song war. Aber wenn man Gitarre lernt, lernt man auch auf einer Siebenseiter spielen oder ist das schon irgendwie was Special Interest-mäßiges? Du merkst, ich kenne mich mit Gitarre überhaupt nicht aus. Vielleicht auch andere, die jetzt zuhören. Vielleicht kannst du noch kurz was dazu sagen, wenn es da was Besonderes dazu gibt. Also ich habe auch auf einer Sechsseiter angefangen, wollte aber damals schon zu einer Siebenseiter, weil ich immer viel Korn gehört habe und das sind so die Pioniere von dieser Art von Gitarre. Und ja, es ist eine Umstellung. Also man ist so 4, 5 Jahre, spielt man Sechsseiter und dann kommt man gerade so zurecht und dann denkt man steigt mal um und im ersten Moment ist es wie ein neues Instrument so ein bisschen, weil dadurch, dass sie halt auch größer sind zum Teil, es fühlt sich dann manchmal ein bisschen mehr an wie ein Bass, aber macht auch Spaß, weil da kommt auch einfach ein bisschen mehr Wumms. Also es sind ja auch einfach tiefe Töne, die hat man so auf einer normalen Sechsseiter nicht. Und war das jetzt was Besonderes für den aktuellen Song oder kannst du dir vorstellen, für die nächsten Lieder für und mit Neopera auch öfter Siebenseiter zu spielen, weil jetzt hast du es dir wieder, ja, hast du dich warm gelaufen und klangtechnisch vom Klangerlebnis scheint es ja auch etwas Besonderes und ja, vielleicht sogar auch Besseres, Schöneres zu sein. Ja, das ist ja subjektiv. Letztendlich richten wir uns ja immer nach dem Gesang. Es ist schwierig, 3 Sänger irgendwie so in den Song zu packen, dass jeder die Töne erreichen kann und letztendlich muss die Gitarre dem folgen und das ist eine Sache, die liegt bei unserem Komponisten, bei Jörn. So wie es für die Band am optimalsten ist, so werden dann eben auch die Instrumente eingesetzt. Also von meiner Seite aus gerne, aber wir sind ja auch noch in vielen anderen Stimmungen unterwegs. Was es vielleicht live ein bisschen schwierig macht, aber das hat ja vielleicht auch einen Show-Effekt, wenn die Leute des Öfteren mal einen Gitarrenwechsel sehen. Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne das ja auch von anderen berühmten Bands, wo dann gefühlt nach jedem Lied die Instrumente getauscht werden. Hat ja auch was, ja, Interessantes. Das ist sicherlich auch nicht immer ganz nötig bei den ganz Großen. Das ist sicherlich auch ein bisschen Show. Bei uns ist es tatsächlich nötig, aber wie gesagt, durch die 3 Sänger kommt das eben. Du bist schon länger bei Neopera, oder? Erzähl mal kurz so ein bisschen den Werdegang. Das war jetzt bestimmt speziell für dich, mit Neopera unterwegs zu sein, zu proben und dann die lange Pause. Das war sicherlich nicht einfach für die Band, oder? Also ich bin seit 1,5 Jahren dabei. Also eigentlich ganz kurz vor Corona eingestiegen. Ist natürlich kein gutes Timing, aber ich denke, wir haben das Beste so aus der Zeit gemacht und ja, also andere Bands lösen sich in so einer Zeit komplett auf. Wir haben im Prinzip die Band aus ja, ihrem Tiefschlaf wieder rausgeholt, 2 Veröffentlichungen gemacht. Ich denke, das kann sich sehen lassen und macht dann auf jeden Fall Lust auf mehr. Kannst du uns was dazu sagen, warum in dem neuen Lied auch auf Italienisch gesungen wird? Oder hätte ich das eine der Sänger fragen sollen?
Was ich da sagen kann, ist, das war mal eine andere Sprache. Ein bisschen Abwechslung mit dabei. Ja, also es war ursprünglich in den Demo-Versionen Latein. Wieso das letztendlich dann Italienisch wurde, ist ja sehr ähnlich. Aber ja, das wäre wahrscheinlich was, das könnten dir die Sängerinnen und Sänger besser beantworten als ich. Die Frage habe ich Dennis auch schon gestellt. Nach den Auftritten, nach den Live-Auftritten, Konzerten, Publikum, da hast du bestimmt auch Bock drauf, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist das, wo die ganze Branche drauf wartet. Alle befreundeten Bands und wir natürlich auch. Das ist das Ziel für uns alle. Da sind wir auf jeden Fall gespannt drauf. Ich habe auch schon gehört, dass es ein tolles Cover gibt und die Geschichte zu dem neuen Lied, das ist ja auch eine sehr emotionale Geschichte. Was ist das Besondere für dich zu diesem Lied, gerade so im Vergleich zu An Eternal Night? Kannst du was dazu sagen, jetzt abgesehen von dem Musikalischen, was du zur Gitarre schon erzählt hast? Ja, wie ist für dich da so die Besonderheiten oder das, was die beiden unterscheidet? Für mich ist es bei dem Song schwierig, weil ich habe die ganze Vorproduktion gemacht und da waren im Prinzip keine Vocals. Also ich kannte klar auch grob die Idee, was die Sänger umsetzen, aber durch Corona, ich war selber bei den Vocalaufnahmen nicht im Studio. Also ich habe es eigentlich gehört, so wie es die Leute da draußen auch hören werden, dann in einem fast fertigen Mix das erste Mal die Vocals und habe jetzt gar nicht im Studio gesessen, habe den Text irgendwie vor mir gehabt oder so. Deshalb ist es für mich vielleicht ein bisschen schwerer, was zu sagen, weil ich es eigentlich so wahrnehme, wie die Leute auch draußen. Aber das ist auch mal schön, wenn man nicht 1000 andere Versionen von den Vocals gehört hat, sondern eigentlich so ein fertiges Produkt kriegt. Und wie war das für dich? Wie hast du es wahrgenommen? Warst du geflasht oder warst du überrascht oder hast du gedacht, boah, das hätte ich ganz anders gemacht? Ich habe das ja sogar gefilmt. Ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich immer mal so Vlogs mache. Und da hatte ich das mitgefilmt in einer Episode, wie ich mir den Song das erste Mal angehört habe. Und ich glaube, die Reaktion danach, die spricht auch für sich. Okay. Also die Sänger, ja, super, haben sie alle drei abgeliefert. Aber das habe ich eigentlich nach Eternal Night auch nichts anders erwartet. Sehr schön. Wir dürfen gespannt sein. Ich bin es auf jeden Fall nach den Interviews. Vielen Dank.